Das Schöne am Upcyclen ist, dass man wirklich mit den Materialien kreativ werden kann. Und so sind auch ganz normale Alltagsgegenstände, die täglich im Gebrauch sind, vielleicht irgendwann vor der Frage, werfe ich sie jetzt weg oder was mache ich damit? Und dann genau kommt unser Upcycling ins Spiel. So lassen sich zum Beispiel Einkaufstaschen ganz wunderbar zu tollen Upcycling-Projekten umwandeln. Aber auch das Handtuch, was einfach nicht mehr so schön ist, lässt sich ganz, ganz toll in Szene setzen mit einem tollen Upcycling-Projekt. Ich habe mir für dieses Projekt eine alte Einkaufstüte geschnappt. Hier ist mir der Bändel gerissen, was sehr ärgerlich war, aber so kann ich sie jetzt auch weiterverwerten. Ich finde sie ganz witzig. Sie ist auf der einen Seite mit weißem Untergrund und auf der anderen Seite hat sie diesen pinken Untergrund, was ich nutze. Und sie ist hier wirklich auch nur zusammen genäht. Das heißt, theoretisch könnte man sie ganz einfach mit dem Nahttrenner auseinandernehmen. Denkt auch hier daran, dass das Ganze aus Plastik ist bzw. verstärkt ist. Dementsprechend würde ich einen alten Rollschneider, eine alte Klinge nehmen, damit ihr euch euren guten Rollschneider für die Stoffe nicht stumpf schneidet. Ich werde hier auch die beiden Effekte nehmen und wahrscheinlich auch den Boden, den finde ich auch ganz witzig. Wir machen aus Flaschen Taschen, passt ganz gut zu unserer Upcycling-Challenge. Und vielleicht nehme ich noch hier an der Seite dieses kleine Detail und nähe es später auf. Da muss ich mal schauen, wie es dann passt. Auch die Bändel würde ich gerne benutzen und nehme sie wahrscheinlich als Paspel für meine kleine Boxy-Bag. Da ich gar nicht so viel Stoff brauche, wie ich jetzt hier habe für die Boxy-Bag, schneide ich das einfach schnell auseinander. Wie gesagt, man kann es auch mit dem Nahttrenner aufmachen, sauber trennen. Bei mir reicht es aber, wenn ich es kurz auseinanderschneide, dann habe ich immer noch genug von dem Material für meine Boxy-Bag übrig. Ich schneide mir alles zu, schaue, was ich wofür nehmen möchte und fange dann an zu nähen. Ich nähe hier mit einer auch wieder normalen Nadel. Ich habe mich allerdings für nicht ganz so dünne Nadel entschieden, weil ich die Paspel und das doch etwas dickere, strukturiertere Material habe. Ich nähe also mit einer 90er Nadel und nehme ganz normales Nähgarn dazu. Ihr könnt wie vorher auch mit Stoffklammern arbeiten. Bei Stecknadeln müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, dass es in eurem Stoff nicht Löcher hinterlässt, die dann nachher nicht mehr rausgehen. Dementsprechend entweder nur innerhalb der Nahtzugabe das Ganze zusammenstecken oder hier mit Klammern arbeiten. Die Einkaufstüte hat sich wunderbar vernähen lassen, dadurch, dass das Ganze ein bisschen verstärkt ist, also eine gewisse Festigkeit, Struktur hat es auch überhaupt gar kein Problem gegeben, dabei den Stoff zu transportieren. Ich konnte wirklich alles super gut nähen, super gut verarbeiten und es hat wirklich Spaß gemacht, damit meine Boxy-Bag zu nähen. Ich habe ja auch noch ein Label dran genäht, das fand ich ganz passend. Für den Futterstoff habe ich mich für ein Material aus demselben Stoff entschieden. Dadurch, dass das Ganze ein bisschen fester ist, habe ich dann dementsprechend auch ein bisschen Struktur. Wenn ihr größere Taschen näht, wäre es wahrscheinlich wichtig, da noch etwas Struktur einzubauen, also Fliese einzunähen. Und hier bei der Boxy-Bag, dadurch, dass das Material so super ist, ist es auch gar kein Problem, daraus das Einfassband zu machen. Das ging richtig, richtig gut. Fertig ist mein Projekt aus der Einkaufstasche. Ich finde es super cool geworden. Ich finde es eine richtig witzige Idee. Es lässt sich super verarbeiten, ist schön dünn, aber doch fest. Es ist auch überhaupt kein Problem mit den Nähten, wie bei der Chipstüte, die wir ja mit den Verpackungen getestet haben. Von daher ist es wirklich eine schöne Möglichkeit, alte Einkaufstaschen wieder neu zu verwenden und ihnen neues Leben einzuhauchen. Dabei ist das Material auch gleichzeitig wasserfest und reißfest und wird sicherlich ein langer Begleiter sein. Ich habe tatsächlich noch nie mit Handtüchern gearbeitet, deswegen fand ich es ganz, ganz spannend. Ich habe hier ein altes kleines Handtuch von meiner Oma noch genommen, das sie mal bei einem Besuch vor vielen, vielen Jahren bei uns vergessen hat. Es ist nicht mein Favorit, aber ich konnte es einfach auch noch nicht wegwerfen. Und dementsprechend fand ich es ein wirklich schönes Upcycling-Projekt jetzt hier für unseren Upcycling-Check.
Schaut euch auch hier euer Handtuch an, guckt, was ihr noch vielleicht verwenden wollt. Ich möchte das Logo bzw. dieses Label nachher gerne noch mit einarbeiten. Du kannst es ganz einfach mit der Stoffschere zuschneiden, dadurch, dass wir ja das ganz normale gewebte Material haben. Bisschen aufpassen, gegebenenfalls fluselt es einfach recht. Und es ist etwas dicker, das heißt hier denkt schon vorher dran, was schafft eure Maschine, auch alles an Materialien und Lagen, und nehmt eine dickere Nadel, so dass ihr später keine Probleme habt. Dadurch, dass wir beim Handtuch diese Schlaufen haben, können wir nicht direkt auf das Handtuch fließen. Das Handtuch ist zwar dick, aber hat wenig Stand. Auch hier gilt für größere Projekte, schaut einfach, dass ihr euch etwas Vlies entweder mit einnäht oder dann halt den Futterstoff als solchen befließt, damit ihr den Stand, den ihr dann möchtet, reinbekommt. Das Handtuch ist dicker und tatsächlich hatte meine Maschine auch ein bisschen Probleme, dadurch, dass es auch ein bisschen stretchy ist, dass es da nicht zu viel Druck hat. Den musste ich dann nochmal einstellen als solches, aber das Transportieren war kein Problem. Ihr müsst einfach schauen, ob ihr gegebenenfalls eine Hebamme nutzen möchtet und gegebenenfalls eine größere Stichlänge. Hier ist meine Boxybag aus dem Handtuch von meiner Oma. Ich finde es mega schön, eine richtig schöne Upcycling-Idee, ein Handtuch zu nutzen, was vielleicht auch ein bisschen emotionalen Wert hat, so dass es nicht ungebraucht im Schrank rumliegt, sondern ich das jetzt wirklich noch nehmen kann und nutzen kann und dabei auch immer an meine Oma denke. Ich hoffe, dieser Check hat dir gefallen. Beide Materialien haben super viel Spaß gemacht, haben sich fantastisch verarbeiten lassen, auch unter der Nähmaschine, und machen wirklich Spaß zu nähen. Mir gefällt die Einkaufstasche super gut, es ist super geckig, das, was jeder ja auch jeden Tag überall sieht, zu nutzen, aber auch das Handtuch, was für mich persönlich jetzt sicherlich das emotionalste Projekt war, ist ein super schönes Nähprojekt, auch für Anfänger, und lässt sich super gut verarbeiten. Ich bin jetzt ganz gespannt, was du draus machst, und hoffe, deine Sachen auf den sozialen Medien zu sehen. Hinterlass mir doch gerne einen Kommentar unter diesem YouTube-Video, ob es dir gefallen hat, und abonniere meinen Kanal, um in der Zukunft noch mehr Ideen, Inspirationen und Tipps zu erhalten.